Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Gucken wir, was ich uns heute weitergeben darf. Oh, Geduld. Unsere aller Lieblingseigenschaft. Wir haben die Kraft und wir haben das Erwachen. Na, da lohnt sich die Geduld. Unterm Deck haben wir noch die Zuflucht. Huiuiui. Die springen hier raus, die Karten, wie verrückt. Eine wichtige Nachricht. Ja. So. Also, im Thema haben wir unten tatsächlich etwas Emotionales. Etwas, was uns bewegt. Wir haben emotionale Erfüllung. Wir haben das Wenden von Schattenthemen. Wir haben tiefe Gefühle, die vielleicht sich so eingesessen haben, die aber jetzt dann langsam wieder in das Gefühl gehen, dass man es, ja, ich würde mal sagen, dass man etwas bearbeitet hat, dass man rauskommt aus einer miesen Laune, dass man drüber steht auch irgendwo, dass man ein emotionales Konstrukt, das man so aufgebaut hat, mit sehr viel Schwere jetzt erleichtert. Das ist eine Energie, wo man sich mit sich selbst beratschlagt hat. Man hat versucht, seine innere Stimme zu hören, sich anzubinden. Hier ist noch so, das passt sehr gut auf die nächste Karte mit der Geduld, hier ist etwas nicht sichtbar, ne? Man muss erstmal wieder Energie tanken, sich selbst klären, die Energiespeicher aufladen, denn man ersinnt hier Sachen, die mit der Zukunft zu tun haben und man sucht noch nach Antworten. Aber wir haben, dass uns das über die Emotionen mitgeteilt wird und zwar auf dem kürzeren Weg oder mit etwas verbunden, was eine Minimalisierung mitbringt, was uns emotional auch entlastet. Hier ist so die Tankstelle, die emotionale Tankstelle. Hier ist es jetzt so, dass wir irgendwo im Nebel stehen. Auf einem Bein sind wir vielleicht auch fokussiert oder wir blicken nicht richtig durch. Da scheint hier so ein bisschen schon die Sonne, aber man sieht den Weg noch nicht richtig. Beide Karten sagen eigentlich, für etwas ist es noch nicht die richtige Zeit, etwas zeigt sich noch nicht richtig. Möglicherweise sieht man zunächst mal ganz andere Sachen, wie die in Wirklichkeit sind. Der Reiher wartet hier auch auf Beute, ne? Wenn er zuschnappen kann, hat er sie dann. Er hat alle Sinne entfacht, weil er sieht ja nichts. Hier blüht auch noch mal sehr viel mehr sechster Sinn auf und hier ist es einfach so, wir sollen in diesem Modus nicht so schnell voranpreschen, sondern einfach warten, bis wir mehr sehen und die Intuition auch so ein bisschen noch mehr hervorholen. Hier ist es jetzt so, hier ist sehr viel Seelisches, ne? Es sind viele Gefühle, möglicherweise ist es auch so, dass sich etwas noch nicht zeigt oder dass man getrennt von etwas ist oder dass man an bestimmte Seelenteile auch nicht rankommt. Möglicherweise auf der weltlichen Ebene haben wir hier Sachen, die mit den Finanzen, mit dem Versorgtsein, mit den Werten auch zu tun haben. Möglicherweise geht es hier auch darum, finanziell unabhängig zu sein und einen Weg zu finden. Man hat hier so seine Gefühle damit. Wir sind alle ja auch vom Außen abhängig, was jetzt das finanzielle Gerüst mitbringt oder auch für die Zukunft, wie sich die Dinge entwickeln. Aber hier ist irgendwas noch nicht spruchreif. So, wenn wir aus dieser Situation rausgehen, landen wir hier bei der Eiche. Wir haben hier die Erdung, wir haben die Kraft, die wir wieder tanken.
Wir gucken vielleicht auch genau hin, wo investieren oder manifestieren wir mit unserer eigenen persönlichen Schöpferkraft rein. Hier finden wir auch die innere Stärke wieder. Ein schöner Satz auf dieser Karte ist, die Eiche muss ihre Kraft nicht klären, die ist einfach da. Hier werden Hindernisse überwunden und wir dürfen hier auftanken, auch noch mal ein bisschen und Kraft sammeln, um sozusagen dann loszulegen, wenn es an der Zeit ist. Man muss hier, glaube ich, wieder ganz viel seine innere Stärke auf den Plan rufen, sich auftanken, zu sich stehen, sich sammeln, es kann hier sein, was im Moment als Hindernis erscheint, irgendwann mal ein Sprungbrett sogar wird und das ist ja toll, ne? Da dann den richtigen Zeitpunkt zu haben und gestärkt den Sprung zu wagen und die Intuition führt uns hier in die richtige Richtung. Wenn wir aus dieser Situation sind, es kann ja auch sein, es geht sehr viel um den männlichen Anteil in uns oder um Sorgen, die ein Gegenüber hat. Möglicherweise darf man auch hier auftanken, wo man durch Stress sehr viel hinter sich gelassen hat oder verbraucht hat. Und dann kommen wir mit dem Hüter des Frühlings ins Erwachen. Wir haben hier Nachrichten, die Veränderungen mitbringen, Gespräche, die Veränderungen mitbringen. Es kann jetzt hier emotional oder materiell sein oder irgendwas, was einem halt wertvoll ist. Da genau ist dann auch der Punkt, wo man loslegen kann, wo man nicht mehr zögern braucht, wo ein neuer Zyklus beginnt. Ne? Mir ist ja hier auch sozusagen Frühlingserwachen. Man verabschiedet das, was hier stagniert hat, was hier nicht sichtbar war. Man hat wieder Hoffnung, man erneuert sich. Und die Karte sagt einfach, hier sind große Veränderungen, mach dich bereit, bleib in Bewegung. Hier ist Umbruch, Erneuerung und ein sehr gutes Endergebnis. Und das ist ja das Wichtigste. Also hier ist etwas, da hat sich das Warten tatsächlich auch gelohnt oder den richtigen Zeitpunkt, das richtige Timing abzufangen. Was möchte uns die Seele hier noch sagen? Harmonie in unserem Zuhause. Also es geht darum, das Umfeld so zu gestalten, dass es uns eine Zuflucht ist, dass wir da gerne sind. Dass unser Umfeld vielleicht auch der Platz ist, wo wir in Zeiten, wo wir nicht so Durchblick haben oder durchstarten können, ja, einen Platz haben, der uns auftankt und auflädt. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.